Darf ich vorstellen, der neue Motion Boom Plus von Soundcore. Größer, kräftiger und mal wieder eine direkte Ansage an JBL und Co. Mit 80 Watt Leistung bläst Soundcore diesmal zum Angriff und die technischen Daten lesen sich schon mal echt gut. Was euch zum Preis von 179 € erwartet, das hören wir uns gleich an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marc und das hier ist der neue Motion Boom Plus. Von der Optik unverkennbar der große Bruder des Motion Boom, den Soundcore hier zur Verstärkung geholt hat. Wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst doch gerne etwas Liebe und Support in Form eines Abos da. Soundcore hat in der Vergangenheit bereits mit dem kleinen Motion Boom einen unglaublich guten klanglichen Auftritt hingelegt, bei dem die JBL Extreme 3 ganz schön zu schwitzen hatte. Da liegt es natürlich nahe, dass die Plus-Version nun das nächste Level einläutet. Wir starten mit dem Optik-Check und da fällt zuerst der große Tragegriff ins Auge, der hier beim Plus-Modell sinnvollerweise noch mit einem Tragegurt ergänzt wird und, haltet euch fest, der ist sogar im Lieferumfang kostenlos mit dabei. Soll's ja auch geben. Das Gehäuse besteht komplett aus Kunststoff, ist nach IP67 vor Staub und Wasser geschützt und kann daher, wie auch sein kleiner Bruder, komplett unter Wasser getaucht werden. Die Verarbeitung und das Material geht in Ordnung, auch wenn ein Mesh-Bezug in Sachen Haptik natürlich hochwertiger wäre, aber halt auch den Preis erhöhen würde. Genau dieses Preis-Leistungs-Verhältnis macht den Motion Boom und auch den Boom Plus aber ja so interessant. An den Seiten arbeiten die passiven Membrane zur Bassunterstützung und die tanzen mit einem großen Soundcore-Logo drauf, wie gewohnt, zum Takt der Musik. Gerade mal 2,3 Kilo liegen hier als Gewicht an und von der Größe ist der Boom Plus ein ganzes Stück größer als die Extreme 3, aber auch ein ganzes Stück kleiner als die Boombox 2. Sie nimmt also einen Platz irgendwo dazwischen ein. Live wirkt das Teil aber kleiner als auf den Bildern, denn eigentlich hatte ich sie als direkten Konkurrenten der Boombox 2 vor Augen. Auf der Oberseite geht es weiter mit der Steuerung in Form von gummierten Tasten. Hier stehen die Standardfunktionen wie Play, Pause, Titel vor, zurück, laut, leise und so weiter zur Verfügung. Ebenso kann aber auch der Bass per Tastendruck geboostet werden. Auf der Rückseite gibt es unter einer Klappe gut geschützt die Anschlüsse, die aus USB-A und USB-C-Port bestehen, denn der Boom Plus arbeitet auch als Powerbank, wenn mal wieder der Akku des Smartphones leer sein sollte. Im Gegensatz zum kleinen Boom gibt es hier aber auch noch die gute alte Klinke. Nice. Das war's soweit von außen, nun schauen wir mal, was Soundcore da an Technik reingeschmissen hat. Für den Klang sorgen insgesamt 80 Watt Leistung. Mit 60 Watt geht dabei ein Großteil auf die beiden 80 mm Titan-Woofer, 20 Watt gehen auf die 20 mm Hochtöner, denn anders als beim kleinen Modell wird hier klanglich aufgeteilt und das sollte sich auf jeden Fall bemerkbar machen. Bis zu 20 Stunden soll der verbaute Akku durchhalten, je nach Musik und Lautstärke versteht sich, kennt ihr ja schon. Aufgeladen wird erfreulicherweise per USB-C und macht so auch notfalls die Aufladung unterwegs mittels Powerbank möglich. Das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Feature im Alltag. Für die kabellose Verbindung haut Soundcore hier Bluetooth 5.3 raus, ebenso wie eine TWS-Funktion, mit der ihr eine zweite Motion Boom Plus kabellos verbinden könnt und dann Stereo genießt. Partycast 2.0 ist hier ebenfalls an Bord, mit dem bis zu 100 kompatible Soundcore-Lautsprecher verbunden werden können. Das geht aber leider nicht mit dem kleinen Motion Boom, dafür aber dann mit 100 Boom Plus. Wäre doch mal interessant, wie das wohl so klingt. Wie man es von Soundcore kennt, kann auch einiges in der App angepasst werden und das macht das Ganze mal wieder sehr interessant. Neben Presets besteht auch die Möglichkeit, den Klang frei nach eigenen Vorstellungen zu verändern. Das hat mir schon beim kleinen Boom gut gefallen, denn so kann man noch einiges an Klang aus der Kiste rausholen. Und genau das sollt ihr nun auch im ersten Eindruck erleben. Der Soundcheck ist binaural 3D aufgenommen und das heißt für euch Kopfhörer holen, wenn ihr das volle Potenzial dieser Aufnahme erleben wollt. Als direkten Vergleich haue ich euch den kleinen Motion Boom dazu.
Alright, ab zur Klangbesprechung. Nachdem der kleine Motion Boom schon gut abgeliefert hat damals, waren meine Erwartungen recht groß und ich wurde dahingehend nicht enttäuscht. Klanglich legt der große Bruder, wie ihr hören konntet, eine ganze Schippe drauf. Ich fange mal mit dem Bass an, weil darauf vermutlich die meisten ja scharf sind. Man hört hier klar das größere Volumen. Der Bass ist wesentlich druckvoller und geht auch tiefer runter. Ich würde hier mindestens vom doppelten Bassdruck sprechen im Vergleich zum kleinen Motion Boom und das macht echt ordentlich Laune. Auch in den Höhen hat sich dank der extra Hochtöner hörbar was getan. Um einiges klarer und detailvoller wird der Klang präsentiert und das im erweiterten Frequenzbereich bis 40 kHz. Die kräftigen Höhen machen sich dann auch bei der maximalen Lautstärke bemerkbar und pushen die Werte gut nach oben. Dezibel aus meinem Test findet ihr in der Videobeschreibung. Im Vergleich zu JBL liegt die Motion Boom Plus klanglich, wie halt auch bei der Größe, zwischen der Xtreme 3 und der Boombox 2, sichert sich da also so ihr eigenes Feld. Fazit: Für den Motion Boom Plus ruft Soundcore eine UVP von 179 € auf. Allerdings wirft Soundcore auch gerne mit Rabatten um sich, wie zum Beispiel der 30 € Frühbucherrabatt, mit dem man nur 149 € zahlen musste bei der Reservierung. Ich denke, dieser Preis wird sich auch so in dem Bereich irgendwo einpendeln. Dafür bekommt man hier gewohnt gute Leistung, die es ohne Probleme mit der bekannten Konkurrenz aufnehmen kann. Kaufen könnt ihr sie ab sofort und die Links haue ich euch ebenfalls in die Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video genauso viel Spaß gemacht wie mir. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Adios! Für dich war da jetzt nichts dabei oder was? Das kann doch nicht sein. Dann guckst du mal bei dem oder dem Video vorbei und da findest du auf jeden Fall was.